Sebastian Martinez, MMA Net here with Dennis Siver, who faces Charles Rosa at UFC Fight Night Stockholm. Dennis, well, you fought in Sweden once before, now you're back again. How do you feel about doing it again? Also, du warst ja schon mal zusammen in Schweden halt und jetzt bist du wieder hier. Wie fühlst du dich hier? Ja, ich freue mich, hier kämpfen zu dürfen, weil in Schweden habe ich schon mehrmals gekämpft und es war immer gut und ich bin froh, hier wieder dabei zu sein. I'm glad to be here and I want to fight here and that's it. Now, you're coming off of a suspension, and I know you expressed a lot of regret about not really knowing about what it was, the substances you got. Could you just sort of get your thoughts about this whole situation? Also pass auf, nach deiner Suspension und so weiter halt hat man sich natürlich gefragt, was da los ist irgendwie und dann kannst du vielleicht so ein bisschen darüber erzählen halt, ja? Und die ganze Geschichte. Ja, die Frist ist jetzt abgelaufen gestern und ich darf jetzt wieder kämpfen offiziell ab Oktober. Deshalb sind wir bereit, wieder neu anzufangen sozusagen. No, he isn't suspended anymore and now he is ready to fight again. That's why we are here. All right, now your last fight was a victory over Manny Gamburian, and I was just wondering, is there anything special that you feel that you can take from that fight? Anything that you feel that you've done new or anything that you've learned from it? Also das letzte Mal hast du ja gegen Manny Gamburian gekämpft halt, ne? Nimmst du irgendwas von diesem Kampf mit, irgendwas ganz Neues, vielleicht Technik oder irgendwas, was du jetzt uns zeigen könntest und mitbringen könntest? Ja, nicht unbedingt viel. Das Einzige vielleicht, ich habe jetzt mehr an der Wand versucht zu arbeiten, meine Verteidigung an dem Käfig zu verbessern. Das ist eigentlich das Einzige, das hat mir in dem letzten Kampf gefehlt. Yeah. Und das habe ich He tries to improve his work on the cage, his defense on the cage, and maybe this was the main thing he hasn't got the last time. Now, it's no secret you come from a kickboxing background. Charles Rosa, he has a lot of submission victories. Do you think it's a classic striker versus grappler matchup? Also, der neue Gegner, der Rosa, der kommt ja aus dem Jiu-Jitsu. Du bist ja eigentlich vom Kickboxen halt. Ja. Was denkst du, ist es auch so dieses typische, klassische Klischee eben zwischen Grappler und Kickboxer? Ja, also ich denke jetzt nicht unbedingt, weil ich denke, ich kann mit ihm sowieso locker mithalten, auch auf dem Boden, auch im Grappling, weil in meinen letzten Kämpfen habe ich sehr gute Grappler schon gekämpft, ein paar Schwarzgurte und da habe ich auch nicht schlecht ausgesehen, deshalb. Also he doesn't think so. That is a typical match because he's ready to fight on the ground as well. And he has fought a lot of guys with a black belt in Jiu-Jitsu and it's no problem for him. Now, this is your third opponent for this fight. You were supposed to face Robert Whiteford. He was injured. Taylor Lapios is not approved by the MMA Federation. How do you train for a fight where your opponent keeps changing? Das Problem ist jetzt, das ist ja eigentlich dein dritter Gegner, den du jetzt in ganz kurzer Zeit hast halt. Jetzt die Frage, wie machst du das, dass du jetzt also in der kurzen Zeit jetzt wieder dich für den vorbereitest? Ja, in der kurzen Zeit ist es jetzt sowieso unmöglich, sich auf den Gegner richtig einzustellen. Deshalb machen wir ja sowieso immer so in unserem Training, dass wir alles trainieren. Wir bereiten uns auf alles vor und versuchen alle Bereiche abzugleichen. Und deshalb ist es jetzt egal, wer der Gegner ist. Of course, it's not possible to prepare for this opponent, especially. So, in our training, it's all-rounder training. You know, jiu-jitsu, judo, everything. We do everything. That's why we are prepared for everything. This is a very high-risk fight for you. You're facing a debutant who's taking the fight on short notice, and while it's a bit of a bad situation for you. You stand to lose a lot, but you don't really stand to win a lot. How do you look at it? Also das ist ja eigentlich schon ein ziemlich riskanter Fight für dich halt, ja, weil du kannst wirklich viel verlieren eigentlich halt. Ja. Aber du kannst natürlich auch gewinnen. So. Wie stehst du dazu? Ja, also mich lässt es kalt. Ich bin bereit. Ich bin bereit, alles zu geben. Ich hätte gegen jeden gekämpft. Auch wenn es jetzt ein Titelkampf wäre, würde ich trotzdem kämpfen. Und ich bin gut vorbereitet. Und jetzt nach der Pause bin ich halt hungrig. Ich will jetzt kämpfen. He's cool about that. Yeah, it doesn't matter for him because he is well prepared. And anyway, he wants to fight. That's it. Now, the last time you fought in Sweden, you pulled off a victory over Diego Nunes. How do you feel this fight is going to go on Saturday night? Das letzte Mal, wo du hier in Schweden warst, hast du gegen Diego Nunes gekämpft, hast gewonnen. Was denkst du, wie es ausgeht jetzt am Samstag? Ja, der letzte Kampf war ja hier nach Punkten gewonnen. Ich denke, den Kampf am Samstag werde ich vorzeitig beenden können. Last time he won over the rounds, over the points, and now this time he's sure he will make it in a short period, maybe KO or something like this. Now the UFC went back to Germany earlier this year. They went to Berlin. How much are you looking forward to fighting on the next German UFC card?
Also, die UFC war ja das letzte Mal in Berlin und so weiter. Wie wichtig wäre es dir, wenn du das nächste Mal auf der Karte von der UFC in Deutschland natürlich stehen würdest? Ja, wäre natürlich sehr wichtig, weil da sind wir zu Hause, da sind die ganzen Fans, die ganzen Freunde, alle wollen das sehen und deshalb werde ich jetzt alles Mögliche dafür tun, um beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Of course, for him it's very important because it's our home country and he wants to be there and to fight there, of course. All right, and just final question. This is your second time fighting here in Sweden. What's your impression of the country and sort of like how the Swedish MMA fans are? Also, das ist das zweite Mal, wo du jetzt hier bist halt und was für einen Eindruck hast du denn hier von der schwedischen MMA-Szene natürlich und überhaupt vom ganzen Land? Eigentlich ist das 4. Mal, weil ich habe davor, vor UFC auch schon mal hier zweimal gekämpft und ja, das Land gefällt mir sehr gut. Die Leute auch, die unterstützen mich immer sehr gut und ich kämpfe immer gern hier und hoffe, dass ich in der Zukunft schon wieder hier kämpfen darf. Okay. Now he's the 4th time now here. Yeah, 2 times with the UFC and 2 times with other organizations, and he is glad to be here and he wants to fight here and he hopes that he can fight here for the very next future. All right, well, you're probably going to have the audience with you in this fight. Und wahrscheinlich hast du ja auch wohl die Leute hinter dir, das Publikum hinter dir stehen haben. Ja, ich sage ja, das Publikum unterstützt mich immer sehr gut, deswegen freut mich das auch. Yeah. Yes, of course, because until now the public support him very much and he's glad about that. Well, we're looking forward to your fight. Thank you very much. This is Sebastian Martinez here with Dennis Siver, who faces Charles Rosa on UFC Fight Night Stockholm. Dankeschön.